Wie Sie vielleicht wissen, verdienen YouTuber durch Werbung ein paar Cent. Aber es sind wirklich nur ein paar Cent. Und die bekommt man auch nur, falls Sie sich die Werbung ansehen. Das ist auch der Grund, warum in diesem Video Werbung zu sehen ist. Allerdings verstehe ich auch, dass einem die Werbung auf die Nerven gehen kann. Und deshalb biete ich ab sofort auf meiner Patreon-Seite allen meinen Patreons an, meine Videos erstens früher zu sehen und auch ohne Werbung. Ich packe hier mal einen Link hier in die Ecke, da kommen Sie auf meine Patreon-Seite und am Ende werde ich es auch nochmal verlinken und auch nochmal unten in die Beschreibung. Das heißt, für $1, also nicht Euro, sondern Dollar, im Monat können Sie alle meine Videos ohne Werbung sehen. Jetzt werden einige sagen, ich sehe sowieso keine Werbung, weil ich einen Adblocker verwende. In diesem Fall müssten Sie dann aber auch kein schlechtes Gewissen mehr haben. Jetzt werden Sie sagen, naja, ich habe sowieso kein schlechtes Gewissen. Naja, ab jetzt schon. Das hier sind zwei Leisten, die auf 45 Grad zurechtgesägt wurden und die hier verleimt werden sollen. Normalerweise handelt es sich meistens, wenn man sowas macht, um einen Bilderrahmen und dann kann man so einen Gurt herumlegen und kann das verleimen. Die Frage ist aber, was macht man, wenn man nur eine einzelne Verbindung hat, die hier verleimt werden soll? Wie kann ich hier eine Zwinge anbringen, damit es in Position bleibt? Weil da geht jetzt der Gurt nicht mehr. Und deshalb habe ich mir diese Dinger gebaut. Die kommen hierher und werden jetzt mit einer Zwinge hier befestigt. Diese Teile gibt es auch fix fertig zu kaufen im Handel, sind aus Aluminium und sind sehr teuer und müssen dort auch mit einer Zwinge befestigt werden. Allerdings hat es mehrere Nachteile. Ich zeige das mal. So einmal, zweimal und jetzt wird eine dritte Zwinge hier angebracht. Jetzt sieht man, hier habe ich nicht aufgepasst und jetzt habe ich hier praktisch gar keinen Platz mehr. Jetzt kann ich das nochmal lösen, wieder verschieben. So, und jetzt könnte man hier die Zwinge ansetzen und das verleimen. Das hat den Nachteil, dass ich pro Ecke 3 Zwingen brauche. Das heißt, bei einem Rahmen wären das dann 12 Zwingen. So viel habe ich gar nicht. Ja? Deshalb habe ich mir etwas anderes überlegt. Das mal weg. Und zwar schaut das so aus. Das hat hier einen Schuh und hier ist eine rutschfeste Matte. Das ist dasselbe Material wie hier. Und das kommt jetzt hierher. Und wenn ich hier Druck drauf gebe, dann verkeilt sich dieser Schuh. Das heißt, so, und jetzt genügt nur mehr eine Zwinge und ich kann das hier mit einer Zwinge super
verleimen. Und zum Lösen, ich habe es jetzt nicht verleimt, aber zum Lösen, dann schiebt man das einfach wieder hier und es ist sofort wieder zu verwenden. Ich zeige jetzt mal, wie ich das gemacht habe und am Schluss sage ich dann noch einen kleinen Trick, den man beachten sollte. Das hier ist 12 mm Multiplex. Die Brettchen sind 9 mal 19 circa. Spielt aber überhaupt keine Rolle, ob das jetzt ein Zentimeter länger oder kürzer ist oder breiter, das macht gar nichts. Und da zeichne ich jetzt erstmal einen Strich an, oben und unten. Und dann zeichne ich mir diese Nase an. Okay. Und damit die überall gleich wird, nehme ich mir jetzt dieses Maß. Oder ungefähr gleich. Es spielt überhaupt keine Rolle, wenn das nicht hundertprozentig gleich ist. Okay. Also das wären 8 Stück. Das heißt, damit kann man einen Bilderrahmen dann auf einmal machen. Jetzt stelle ich mir den Anschlag hier ein. Und zwar auf genau die Stärke von so einem Brettchen. Und jetzt möchte ich natürlich nicht ganz durchsägen, sondern nur bis hierher. Den Rest muss ich dann mit der Stichsäge machen. Das heißt, ich brauche einen Anschlag auf der Höhe. Ich könnte das Blatt natürlich weiter rausheben, dann könnte ich weiter einsägen, aber ganz bis zum Ende komme ich sowieso nicht. Und wenn es nicht so weit heraus ist, ist die Verletzungsgefahr nicht so groß, als wenn es ganz heraus ist. Diese Resteln, da schneide ich jetzt immer noch einen Streifen runter, die Kreissäge ist noch eingestellt auf die Stärke hier. Das werden dann so quadratische Leisten. In derselben Stärke schneide ich jetzt nochmal 2 Streifen von diesem 5 mm starken Sperrholz runter.
Für verschiedene Rahmenstärken bietet es sich an, mehr Löcher zu haben, weil es günstiger ist, wenn die Backen möglichst eng am Rahmen anliegen. Es kommt überhaupt nicht darauf an, ob das hier genau in der Mitte ist oder nicht. Deswegen wird das hier einfach geschätzt. So. Bei den Dingern gibt es jetzt allerdings einen Unterschied zwischen linken und rechten Teilen. Deswegen wird es einmal von der einen Seite angezeichnet und einmal von der anderen. Schwuppsdiups. Von dieser Gummimatte schneide ich mir jetzt immer so Streifen durch. So. Wenn man sich 8 Stück herstellt, dann sollte man darauf achten, dass es 4 linke und 4 rechte gibt. Man braucht nämlich für ein Eck jeweils ein linkes und ein rechtes Teil. So, jetzt werden die Dinger hier angeschraubt. Wie man sieht, gibt es hier 2 Löcher. Und zwar hat es den Grund. Für schmälere Rahmen verwende ich die inneren Löcher und für breitere die äußeren Löcher. Denn es hat sich herausgestellt, je steiler der Winkel ist, desto besser hält es. Ich zeige das gleich mal an einem Beispiel. Hier ist jetzt nur der größere Abstand. Wenn man das jetzt hier ansetzt, dann wird man feststellen, dass das hier der Winkel zu flach ist. Das heißt, wenn ich hier Druck aufgebe, verrutscht es. Das heißt, je näher die Backe hier anliegt, desto eher verklemmt sich das Ganze. Also das heißt zum Beispiel, in dem Fall habe ich hier den kleineren Abstand. Das heißt, es passt hier schon ziemlich gut. Und hier ist jetzt der Winkel relativ steil. Und jetzt blockiert es viel besser, wenn man hier Druck darauf gibt. Ja, also wenn man noch breitere Rahmen hat, dann müsste man halt diese Teile verlängern.